everyone, and welcome to the 1992 World Aerobic Championships. I'm Brian Trevor, and working with me once again is Charlene Prickett, and along with a packed and rowdy house, we can hardly wait for competition to begin. We're going to see the top 3 finalists go head-to-head in 4 categories for the gold, silver, and bronze. The events are mixed pairs, women's individual, men's individual, and team competitions. Now, the competitors are judged on technical skill and artistic presentation by judges specific to each category. Out of a possible perfect score of 300, 180 points may be given for skill, 120 for presentation. Each routine must be between 1 minute 40 and 1 minute 50 seconds long and include 4 consecutive identical repetitions from 4 compulsory moves. They're jumping jacks, high-leg kicks, abdominal curls, and push-ups. And the first competition that we're going to see is in the mixed pairs. We'll show you the finalists in a few moments, but first we'll look in on the preliminaries. Hier bei den Paaren die Finalisten. 5 Teams waren nach der Vorrunde in dieses Finale von der 3. Aerobic WM gekommen. Die Australier, auch die Franzosen dabei. Deutsche Teilnehmer gab es auch, allerdings sie nicht mehr im Finale. The United States and Brazil. Brazil. Allerdings Willis. These two have been competing together for the past 3 years, and this is their second trip to the World Championships. They made the top 5 last time around. Now, he's worked as a stunt person, enjoys skiing, and thrives on pressure. He beat over 2,000 competitors to get here. She's a dancer and an actress, and she brought with her a traditional good luck charm given to her by her grandmother. Now the mixed pair representing Japan. Wir wenden uns aber Mieko Oishi bei den Paaren and Hiroshi Maruyama. den Japanern zu The Japanese mixed Maiko pair, like Kishi the und entire Japanese Hiroshi team, Maruyama. are renowned for their strong, clean, very precise movements. If they've been lacking in years past, it's been in the creative elements, but they've worked very hard on that with choreography, and well, in preliminaries they've been most impressive. Herren, Damen, Einzel. Die Paare, mit denen wir hier beginnen wollen. Das ist traditionell so bei diesen Wettkämpfen. Und dann noch das Team. Das sind The North Americans 3 have helped Teilnehmer. them immensely on their presentation skills. Their learning curve has been tremendous, the Japanese, and now even the Koreans are coming on 2 strong. Herren, You will eine not Dame, 3 see Herren, 3 better Damen. Wie es gerade push-ups than kommt. these 4 compulsories. Their jumping jacks are identical and perfect. Aufgehen mit der Sonne, da wird schon einiges klar. Synchron muss es sein. Es wird wirklich alles bewertet beim Aerobic. Man glaubt es kaum. Von der Musik Good and über slow. das Slow is more Trikot. difficult. It will impress the judges. Dann gibt es ganz klare Regeln. Zum Beispiel das Feld, in dem sich die Teilnehmer aufhalten dürfen. 6,10 Meter auf 6,10 Meter abgegrenzt. Wer da rausgeht. Abzug. One-arm push-ups are particularly hard for women who lack strength in the upper body. This Japanese competitor has it down pat. No waivers on the straddle presses. Now watch these presses. They're very fast. Nice transition back to the feet. Good height on the jumps. Das Ende The ihrer Übung, Japanese are die strong übrigens auch contenders zeitlich for limitiert things ist. they do Zwischen not 1 attempt, Minute something 40 they cannot und 1 do. Minute So 50 they muss sie lang come out sein. looking precise, Nicht kürzer, strong, nicht länger, sonst gibt es ebenfalls Punktabzug. 300 Punkte And now the sind scores for maximal Mieko zu erreichen. Oishi and Horacio Maruyama Sie from warten auf die Japan. Wertung und Sie sehen Skill hier, 122. es gibt 2 Presentation Großkriterien. Skill 91.5. auf Englisch, das Their heißt total so viel wie score Schwierigkeitsgrad und 213.5. Presentation
Das dürfte auch dem Deutschen nur klar sein. Präsentation, der künstlerische Eindruck. Maximal 300 Punkte zu erreichen für die Japaner. Ich nehme es vorweg. Das war das. Platz 3. Present the most physically challenging routine they have ever done. We'll also have to see if the home court advantage plays in their das US-amerikanische Team. Michelle Nemidomski und Chris Galen. On the splits, they go right down. Their whole body touches down. Oh, just a little bit of a jump, a little wobble on the leg balance. Anstrengung. Tiny little sync problem right at the top of the routine, too. These are just small things, though. There are their compulsory push-ups. Both of them coming right down to touch the floor. And the plyometric jump, and they get good height on that. Punkteverteilung. These two bring a real magic, a real sense of togetherness. They're very, very good friends, and it comes out a lot of times in their performance. Für den Schwierigkeitsgrad, das macht 180 und 40%. Einzelkriterien beim künstlerischen Eindruck, das gibt nochmal 120 Punkte und dann sind wir bei deren 300. Just a little late in getting her press in place. It was a very small bobble. Was zu den Übungen zu sagen wäre, da gibt es 4 Pflichtfiguren. You want to look for height on those kicks. Now, this is one of the best overloaded splits that I see in the competition because her split is so full. So nicht mehr hinterher. Und zum Abschluss noch einmal diese Hebefigur dafür. Gibt diesmal keinen Punktabzug, man darf eine Hebefigur allerdings nur in seiner Übung unterbringen. Hier, das waren die Jumping Jacks, die Spreizsprünge. Kennen wir von David Lever, von der Rockgruppe Van Halen. Ihre Note höher. 93. Their total score is 234 von 300 möglichen Punkten. Well, it could be a dream come true for Michelle Nevedomski. Incredibly high mark in the skill. Their presentation score is pretty good and a high total. In Brazil, it seems as though aerobics has become a national passion. These two won the national championships in front of a crowd of 10,000 people. At age 24, she has competed for 6 years as a gymnast. He choreographs classical ballet, and together they've been training 8 hours a day, 6 days a week. Representing Brazil, Sayonara Mota and Paulo Roberto. Mit Leichtigkeit zu unterschreiben. Brasilianer nicht zu beneiden. Ihr Partner Paulo Roberto dos Santos. Not only are they large, but they are by far the most vocal. Fordern Japaner und das US-Team. Heraus. Wo wir gerade bei den Pflichtfiguren waren, hier Jumping Jacks, dann Spreizschritte nach oben. Dann die sogenannten Bauchmuskelstrecker und die Liegestütz. Hier waren sie gerade zu sehen. Und das Ganze muss Minimum 4-mal hintereinander ausgeführt werden. Judges can't help but be influenced by that kind of enthusiasm. These are the compulsory push-ups, and they must move. If they moved on the first one, they must move on all of them. It must be identical. Bleibt doch Fantasie der Athleten und Athletinnen überlassen, denn so muss man sie bezeichnen hier. Diese Haltefiguren, diese Hebefiguren. Zirkusreif teilweise. Diese Sportlerinnen hier in Las Vegas auf die Bühne zaubert. Great flexibility there on that split lying on their back. Aerobic ein sehr kompletter Sport, das haben Sie sich auch schon bemerkt. Tanzelemente, gymnastische Elemente. Hier die Bauchmuskelstrecker. Dann
gegnerisches Element. Dafür gibt es natürlich auch Punkte. Sinn und Zweck der Übung. Sport und Ausdruck miteinander zu verbinden. Und ich verspreche Ihnen schon, nachher in der Herren-Einzelkonkurrenz, da werden wir einen Mann sehen. Der vom künstlerischen Ausdruck her immer reich war hier in Las Vegas. Hier aber erstmal die Brasilianer am Ende ihrer Darbietung ebenfalls mit einer Hebefigur abgeschlossen. Now the scores for Sayonara Mota and Dann das Paulo Warten Roberto from und das Zittern Brazil. um die Wertung. Skill Jetzt langen. 126.5. Da war es schon weniger. 95.5. Das konnte nicht mehr aufgeholt werden. 222 Punkte für Sayonara Mota und Paulo Roberto. Tränen des Glücks und der Freude, aber bei Michel Nevidonski und Chris Galen. Denn das sind die neuen Weltmeister aus den USA. Heute auch im Publikum. Hier die Endklassierung. USA. Eurosport. Euroscores. Sämtliche Sportarten der Welt. Coverage aus allen Kontinenten. Each and every weekend, Eurosport presents a complete rundown of the week's major sport. Eurosport. Euroscores. Sport the world of alle Himmelsrichtungen Air France. Air France ist ans Ziel ihrer Wünsche weltweit. Euroscores, Saturday 11 p.m. here on Eurosport. Eurosport News. An up-to-the-minute daily news report on all sporting activity as it happens. Monday to Friday is your chance to keep up with the latest information available. Eurosport News is brought to you by Olympus Camera. Isostar, fast-acting isotonic crosslöscher. Und Adidas Equipment, das new line of performance footwear. Eurosport News, Monday to Friday, 9:30 p.m. and 0:30 here on Eurosport. Das Weltmeisterpaar 1992 im Aerobic. Unser amerikanischer Kollege macht ein Interview und wir nutzen die Zeit, um nochmal anzugehen. Sie haben es gesehen, Sie können jeden Morgen den Tag frisch und fröhlich beginnen auf Eurosport mit Aerobic. Vielleicht in ein paar Jahren dann Sie hier bei uns im Programm, bei der Welt, bei der Europameisterschaft. Soll ja bekanntlich sagen, aber dafür braucht es natürlich einige Zeit. Tolle Figur des Weltmeisterpaars und da verwundert es nicht, dass zumeist diese Sportler alle auch in ihrem Beruf mit ihrem Lieblingshobby zu tun haben. Hier sehen wir schon Teilnehmerinnen im Damenfinale. Anderem die Brasilianerin Sue Stanley aus Australien. Ich sagte es, diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier, zumeist Aerobic-Lehrer, selber sportlich, natürlich engagiert oder Choreografen. Advancing to the women's finals, Verbringen Australia, ihre Zeit, Japan, ihre freie, aber and auch Brazil. ihren Beruf zumeist mit. Only her second year of competition, and it's her first trip to the World Aerobic Championships. She's in the finals. And though she's just 25 years old, one of the things she likes most is that competitive aerobics is something you can do well. She thinks up to 35 and beyond. Now in the women's individual event, representing Australia, Durch die here Vorentscheidung is Sue gekämpft und Stanley. getanzt. Achten Sie mal ein bisschen drauf. Es gibt Figuren, die immer wiederkehren. Der Bauchmuskelstrecker, die Liegestütz. Wenn es geht, natürlich etwas fantasievoller, als wir das gewohnt sind mit den beiden Händen. Und sie beginnt mit einer Figur, die man schon kennt. Auf die Musik abgestimmte Übung.
einem Arm. Das verlangt viel Kraft. Und es hat gut begonnen für Sue Stanley. Wow. Und jetzt tanzt sie los. Shows you that she can do a one-arm push-up on both hands. These are her compulsory push-ups, which are simple and clean. Look how close her chest gets to the floor. This is some aerobic content to show that she has cardiovascular stamina. Her compulsory leg kicks are right over her head. She's standing up straight with no punching over. Beautiful high split lead. Das Ende ihrer Übung. Sue Stanley. Und sie war zufrieden, konnte auch zufrieden sein. Warten wir mal die Wertung ab. Hier noch einmal ihre technisch anspruchsvollste Figur, diese Waage auf einem Arm. Our scores for Sue Stanley from Australia. Skill 125.5. Wie gesagt, bei allen geht es um insgesamt 300 Punkte. Her Da total kann man score nachrechnen, 216,5. Damit lag sie sehr gut im Rennen. Strahlendes Lächeln der Frau aus Twice a Australien. Und bronze danach medalist in the World Aerobic Championships in the team and women's individual events. Well, last year she began to train with a bodybuilding champion in her quest for gold. Schweizerinnen und Schweizer Ladies and gentlemen, the women's individual champion from nicht in Japan, dieses Sashiko Finale gekommen waren, der stärksten Nationen des Aerobic. Die Teilnehmer, the strength gains that we see in this Japanese athlete since last year are remarkable, and she has the calm to execute them bei den Herren perfectly. Dragan Murdia, bei den Paaren Esti Milani und Gigi D'Annunzio, das dürfte auf Italienisch Teil der Schweiz gewesen sein. Bis auch dahin. Und bei den Teams Gabi Bucher, Isabel Birra und Cornelia Groth. Vielleicht haben Sie ja beim nächsten Mal Glück. Wir schauen uns jetzt die Übung der Japanerin an. Sashiko Kondo, die 28-jährige Aerobic-Lehrerin übrigens, in Aktion. Im vergangenen Jahr hatte sie bereits die Bronzemedaille gewonnen. Seit 8 Jahren betreibt sie Aerobic wettkampfmäßig. Da haben sie beinahe alle drauf. Unwahrscheinlich, wie viel Kraft in diesem kleinen Körper steckt. Schauen Sie sich an. When she pulls her hands behind her head, she makes her curls harder and gets more strength points. There are her compulsory jumping jacks with interesting arm work. Her very high compulsory kicks. Watch this little leap that she rolls into. Genau auf das Klingeln, da ist sie die Position gewechselt. Es wird merkt, Synchronität von Musik und Ausdruck des Körpers. Perfekt bei Sashiko Kondo. Auch die Jumping Jacks. 4-mal müssen sie hintereinander kommen. Und da ist Nummer 4. Perfekt ausgeführt. Sashiko Kondo. Skill Sehr sportiv ihre 140. Übung und die Richter honorieren das. Presentation 98. Total score 238. 238 Punkte für die Japanerin. Damit liegt sie jetzt schon
vor Sue Stanley. Just 1 year, she is particularly proud to represent her country, given the popularity of competitive aerobics in Brazil. Now, she's been dieting strictly in preparation for this contest, but she's looking forward to pigging out after tonight's event. Now the women's individual champion from Brazil, Claudia Gomes. Claudia will show you an amazing fast montage of skill moves before the base beat of her music even comes in. Ich sagte schon, es gibt 180 Punkte für die Schwierigkeit. Her compulsory 120 für die Präsentation. Einziger Unterschied zwischen den Individualsportlern, das heißt zwischen den Einzelsportlern, den Damen und Herren und den Teams oder Paaren, ist die Zusammensetzung. Verschiedene Kriterien bei den Schwierigkeitsgraden. 5x12 Punkte gibt es bei Herren- und Damen-Einzel für Kraft, Geschmeidigkeit, Sicherheit, den flüssigen Ablauf und die Zusammenstellung der Übung. Macht dann 60. Bei Teams und Paaren ist die gleichen 5 Parameter, aber nur 10 Punkte pro. Dein 6. Kriterium kommt dann nämlich dazu. Die Synchronisation der Übung macht dann 10x6 ebenfalls 60 Punkte. Brasilianerin in Aktion und mal ein bisschen auf die Präsentation, denn da gibt es auch 6 Kriterien wieder, unter denen 10 Preisrichter zu unterscheiden haben. Kreativität wird mit 10 Punkten belohnt, maximal. Dann Choreografie der Übung, ebenfalls mit 10. 5 Punkte gibt es für die Stimmigkeit der Musik und die Musikauswahl. 4 fürs Kostüm und 6 für die Körperbeherrschung. Dann 60 Punkte. Und sie beherrschte ihren Körper hervorragend, die Brasilianerin. Very strong arm press, waving to the judges, hey, look at me. Well, let's go to those judges for the scores. Mal eine Zeitlupenstudie. Now the scores for das Bein. Brazil. Skill 122.5. Schwierigkeitsgrad. Presentation BWF 122,5, 97,5. 220. Für Präsentation. Das ist die Goldmedaillengewinnerin, wenn sie mitgerechnet haben. Gold für die Japanerin Sakiko Kondo, die 28-jährige. Silber, Claudia Gomes. Und da haben wir es gleich eingebildet. Dritte, Sue Stanley aus Australien. Eurosport. Präsentiert Singer Handystitch, die Handnähmaschine für zu Hause und unterwegs. Von Singer, Traditionshaus für Nähmaschinen. Bestellen Sie die Singer Handystitch jetzt unter der angegebenen Telefonnummer. Die Singer Handystitch, eine moderne Handnähmaschine ohne Vorkenntnisse leicht zu bedienen. In Sekunden betriebsbereit. Singer Handystitch, problemlos nähen. Gardinen und Vorhänge können hängen bleiben. Singer Handystitch, die Handnähmaschine für zu Hause und unterwegs. Singer Handystitch für Freizeit und Camping. Bestellen Sie Singer Handystitch jetzt unter der angegebenen Telefonnummer. Vitalverband, Ihr Partner für Teleshopping. Hi, I'm Jim Courier, and when I watch tennis, it's on Eurosport. Tennis, the ATP Tour on Eurosport. The most important tournaments worldwide. Die ATP The greatest rendezvous of professional tennis. The world's top players on the circuit for the 1992 World Cup. Im professionellen Tennisgeschehen. Das ATP Tour von Stockholm wird Ihnen präsentiert von Martini. Martini Bianco, the sunny side of life.
dive. Peugeot. And Reebok. Und Reebok. Tennis, die ATP Tour from Stockholm, Wednesday to Saturday, 7 p.m. here on Eurosport. Weltmeisterschaft, die dritte an der Zahl. Aerobic, Kollege einmal mehr, erklärt uns was. Wir kommen zu den Herren-Einzeln und den Finalisten. Kevin Cregan, der Mann, der 91 Gold gewonnen hatte, mit seiner Frau war ins Finale gekommen, genauso wie der Japaner Kenichiro Nomura. Aus Großbritannien Kevin Adams dabei und der Weltmeister von 91 Mauricio Santos de Oliveira. Advancing to the men's finals, New Zealand, Australia, and Japan. This man is no stranger to the World Aerobic Championships. He missed a medal his first time out in 1990. He won bronze and last year captured the silver. Our first competitor from New Zealand, Brett Fairweather. Und Sie werden gleich sehen, das hat eine tiefere Bewandtnis. A highly theatrical athlete who always develops a story in his routine. He will present the most memorable performance. Once upon a time in Aerobic. Brett goes forward. Compulsory jumping jumps. Whoa, look at that straddle jump, which he only learned and incorporated this week to pump up his skill score. And another one, straddle jump. Knuckle, one-arm push-up. On the other side, his form is excellent. Look at those supine splits, full out. This is Brett's signature. You remember from the spider push-up? That's right. These, believe it or not, are his compulsory push-ups with rotation. Der Neuseeländer. Nach Bronze 90 Silber im vergangenen Jahr sollte es dieses Jahr Goldmedaille werden. Bei der Inszenierung hier seines Comic-Strip-Spektakels der Familie Feuerstein. Und er ist zufrieden, das sieht man an diesem Lasso-Wurf, diesem imaginären zum Schluss. Nochmal Zeitlupe. Brett Fairweather from New Zealand, skill 134.5. Presentation 102. Bei der Präsentation, da sehen Sie beim künstlerischen Ausdruck 102 Punkte. 236,5 für ihn. Das gab zur Hoffnung. Previous competitions and his presentation, of course, well, virtually unmatched. Well, this man uses martial arts disciplines, visualization techniques, and all the usual training methods. The Australians are working with the same coach that's put them on a strict diet, and well, they brought a chocolate cake in that they're going to enjoy after this is over. Ladies and gentlemen, the men's individual champion from Australia, Jetzt aber Marcus Irvin. 1 Minute 49 maximal hat er Zeit. Sprechen wir gerade mal, weil ich sagte, maximal von den Strafen ergeben können beim Aerobic. Schlimmstes Vergehen
ist es, wenn man eine Pflichtfigur 4-mal ausführt, hintereinander, wie es bei den Liegestützen hier Whoa, lots of height on his straddle jump. Again, remarkable propulsion from the floor up into his aerial work. Good high leg kicks going right above his head. This is his aerobic content. Showcase his cardiovascular strength. Now, this is his press sequence, his feet touchdown quads. 20 Minuspunkte also für das Nicht-Ausführen. Viermaliges einer Pflichtfigur. 10 Punkte Abzug, wenn man weniger als 1 Minute 40 oder aber mehr als 1 Minute 50 auf der Bühne aktiv ist. Dann ebenfalls mit 20 bewertet. Werden Übernahmen von Figuren aus anderen Sportarten. Punkte Abzug gibt es, wenn man die Bühne verlässt, beziehungsweise das reglementierte Feld. 6,10 Meter auf 6,10 Meter. Und auch Accessoires sind verpönt. Außer so einem sportlichen Witz und der Kreativität und natürlich dem Trikot. Das wollen wir nicht absprechen. Nehmen diese Herren und Damen nichts mit auf die Bühne. Let's take a look at the scores from the judges. These are the scores for Marcus Irwin from braucht auch Australia. nichts. Skill, Marcus 150. Irwin, 150 Punkte Presentation, 94.5. von 180 His maximal total für den score, 244.5. Schwierigkeitsgrad und auch bei der Marcus Irwin of Australia, 150 on skill. That is almost sieht er gut impossible to aus. top. Der Mann aus Australien. Well, this man is a veteran of competition, and he has entered 2 events in these Letzte Frage. championships. An outstanding all-around athlete and a high-risk kind of guy with a brand new routine. 25 Men's Jahre alt, individual Japaner, champion from Japan, Kenichiro Nomura. Nomura. Noch abbremsen. By nature, Und bis this dahin Japanese Marcus athlete Irwin focuses on in precision Führung. and accuracy, so he is bound to get high skill marks. Jetzt aber der Bronzemedaillengewinner von Nashville vom vergangenen Jahr. Great height on straddle jumps. Aerials are really improving, Es war really hier becoming spectacular in this der competition. Japaner, das kann ich jetzt schon vorausnehmen, aber lernt es für ihn. Schauen wir es uns an. All 3 jumping jacks with interesting arm work going on top. The little feet beating is called a cabriole. You see the martial arts influence in some of those movements, too. That's right. Now watch his face soon, too. One arm, one leg. And he does it slowly. These are simple, compulsory push-ups, which he does beautifully. You will not see better alignment. No slouch in the back. His head was not pulled up or down. A perfect straight line, tip to toe. Look at this sequence. You can see the height that he got from his lower Bei body. He Kenichiro just Nomura, balanced himself on das the hands. hier schon Goodness. He does push zu erkennen, weniger das tänzerische Element wie bei Brad Fairweather. Mehr die Akrobatik. Certainly something to be said for plain and simple. Compulsory high kicks. Very high. Gestützt gerade vorher, Sie haben sie gesehen. He does several free falls. Sehr klassisch. Hat er sich nicht viel einfallen lassen. Er baut auf die Kraft. Das Ende seiner Übung. Die Pose sagt einiges. Sehr zufrieden. Sind es auch die Preisrichter? Das war die Frage. The score for Kenichiro Nomura from Japan.
Skill, Die Wertung 136,5, 150 hatte da Marcus Irwin. Bei der Präsentation bekommt er etwas mehr, aber das langt nicht für den Gesamtsieg. 236 Punkte für den Japaner. Damit, wie im Vorjahr, die Bronzemedaille. Sieger aber dieser Herr, Marcus Irwin, der neue Weltmeister. Einzel, der zweiten Platz, Fred Feuerstein, Brett Fahrwater. We'll be right back to talk to him after this. Eurosport. Reitsport. Sämtliche Karten des Volvo-Weltcups bei Eurosport. Hervorragende Momente mit den erfolgreichsten Pferden und den größten internationalen Reitern. Der Volvo-Weltcup bei Eurosport wird Ihnen präsentiert von Volvo. Reiten, das Sprint und Cup from Helsinki, Thursday, 6 p.m. hier bei Eurosport. Resultate, riveting moments, Trans-World Sport takes you to the four corners of the globe to relive the most sensational events, discover new fantastic sports, and experience all the thrills and skills of the world of sport. Every week on Eurosport, an exclusive review of all the latest and greatest sports news. NEC Trans-World Sport is brought to you by NEC. NEC Trans-World Sport, Thursday 8:30 p.m. hier bei Eurosport. Marcus Irwin, that gold medal around your chest has got to feel mighty good. It feels amazing. I can't believe it. I'm still stunned. Now, you've competed in team mixed pairs, but you had to do this one all by yourself, and boy, you really blew the competition away. Well, I mean, I feel like I worked hard enough through the last 18 months, and when I was doing that, it was just so automatic. I had the best time. That's the best time I've had in my life, so it was great. Now, is it true that you guys have been saving a chocolate cake since you came from Los Angeles? Aren't you going to get a fresh one? We actually didn't bring one over. We were going to buy one, but we found out that there were the Ethel M chocolates here, so we're going to buy a whole heap of those and eat them tomorrow and tonight. Congratulations. And, well, we'll be coming up next with the always exciting team competition. And before we get to the finalists, though, let's have a look at the preliminaries. Wie gesagt ist, wir kommen zu den Teams der Abschlussveranstaltung, der Abschlusskategorie einer jeden Aerobic-Veranstaltung. Diese Teams hatten sich in den Preliminaries, in den Vorausscheidungen durchgesetzt. Drei Teilnehmer bei den Teams sagt es bereits. Keine Auflage beim Geschlecht, wie man gerade will. Ein Herr, zwei Damen unter den Russen oder aber drei Damen, Advancing to the team finals are Australia, Japan, and Brazil. Fresh off the success of Marcus Irwin in the men's individual event, these Australians have to be ready to rock out there. Now, he's a former competitive swimmer and rugby player. It's the first time his partners have been to the United States, and they're ready to go shopping. Here's the National Aerobic Championship team from Australia. David Allen, Lucy Lisbona, and Kim Shelton. Hier, wie bei den Paaren natürlich, Synchronität sehr gefragt. Check this out. Schon das Eingangsbild. Sie gehen es wirklich furios Well, an. the mission alone could carry them to a medal. I believe they'd be on their way, but they have to perform for the judges, and they have to stick it and nail it, just like Marcus Irwin did in the individual event. You see in these team competitions how they move, how they reform amongst the members, using all of the stage. They're constantly changing places with each other to create a picture. Rotating, compulsory push-ups.
Now you want to look at the curves, the arches in the back. We see on the one-arm pusher, some of the women are a little bit too weak to perform that with accuracy. As a cannon preparing for their caterpillar. This is the move which most concerns them because of the time involved. We had a foot touchdown on that straddle hold. Das Werk eines Militärausbilders, eines Vektors. And here we go again, more straddle presses, and they are spinning, which is gleaning more skill points. Der hat es bei der Army erstmals eingeführt, Profiboxer, so sagt man. See how they continue to switch places with each other, always changing the formation of the group. Ist auch klar, Krafttraining. And a good, solid in pose. They pulled off their caterpillar flawlessly as far as my eyes could see. I'm not sure what I saw. That was pretty interesting, and I think I want to see that one again. That caterpillar move was great, along with the rest of their routine. We'll have to wait and see how the judges scored it. And now the scores for the team from Australia. Skill, 120. Presentation, 87.5. Their total score, 207.5. Good high marks, no doubt carried somewhat off the momentum of the gold medal by their teammate in the men's individual, Marcus Irwin. Kenny Nomura on the right leads this team. He's already earned a bronze medal in the men's single event. Now these guys competed against each other in the All Japan Championships and then teamed up to form a three-man squad. They hope they can add another medal to Kenny's already that he earned. Ladies and gentlemen, the national aerobic team champions from Japan. Kenichiro Nomura, Tsutomu Itogawa, Inimi Nare, Hattori, the team from Japan. These athletes bring a new understanding of synchronization to this championship. They make a very interesting use of cannon or peeling off one by one. Keep your eyes out for that. Fall. There they go. 1, 2, 3. Rotation, compulsory push-ups. Fingertips. And the execution is hard. Actually, the fingertip is not as difficult as the pendulum effect once they're down. Extremely difficult. Solid straddle presses. All three of them holding them exactly the same length of time. Notice how they continue to change formation amongst the three of them. And again, cannon. Those are plyometric hops right up into the air, just like a bubble. Complicated arm work while their sit-ups are raising to an impressive height. Now watch this overloaded push-up. They come up. Oh, that's nice enough. But now watch. They all press it down. That gets a lot of extra points in strength and skill. It's one thing to hold it, but it's another thing to press it. They look good. I love their use of hand force, but that overloaded push-up, that's the best. Well, the bottom line is the Japanese have been in every event so far. Wait and see if they do this time around. Let's go to the scores. The scores for the team from Japan. Skill, 140.5. Presentation, 100.5. Their total score, 241. Well, Kenny Nomura set a standard, winning a medal in the previous event. And they have followed up with
These three have been spectators at the World Aerobic Championships a couple of times, and last year they watched their three male counterparts win the world title. That opened the door for them to win the national championship in Brazil this year and to represent their country in the World Championships for the first time. And now the team champions from Brazil. Fernanda Nogueira de Freitas, Juliane Nogueira de Freitas, and Maria Stella Corbucci. The members of this team are all physical education majors who will eventually be teachers. They have worked as a team for 4 years, and on this routine alone for the past 6 months. Vielleicht doch noch den Japaner den ersten Platz streitig zu machen, und die Musik ist bekannt. The elements of this routine are quite simple, but the synchronous fashion in which these athletes perform the movements paint a perfect picture. Two of them are sisters, but look at them, I think they were triplets. Now we see just a little bit of drop shoulder on the one-arm push-up from the athlete in the middle. Fingertip push-ups, impressive. And they hold it, the full beat. And that was nicely synchronized with the music, too, for interpretation points. Oh, a little bit of a wobble on those leg balances for which they are renowned. I don't think I've ever seen them miss steadiness on those leg balances. It's the pressure of competition at this level. Well, as much as early nerves affect the mixed pairs, if they go first, the long wait perhaps affects these teams because they have to wait until they go last. I'm sure that's fair. Now, you see how they are constantly reforming their pattern. The three of you see, it's almost like a maze. And that is creativity. Natürlich nicht so kraftvoll. Vom Schwierigkeitsgrad nicht so sehr ausgefeilt wie die Übung der Japaner. Dafür aber mehr das choreografisch, das Tänzerische Element betont. Die Hebefigur zum Abschluss. Das waren die drei Besten. Bei den Paaren, nicht bei den Paaren, bei den Teams natürlich. Einfach mal die Zeitlupe. The scores for the Brazilian team: skill 120. 120. Presentation 97.5. Wertung für den Schwierigkeitsgrad. Their total score 217.5. Japaner doch besser. The gold medal goes to Japan. Aber das Damentrio aus Brasilien immerhin auf dem zweiten Platz. Comes from Japan. Sieger aber die Herren aus Japan. Gold für Kenichi Onamura, Tsutomu Tokawa und Kimi Hattori. Da gibt es schon die Medaillen. Well, it's all over, and Charlene Prickett, your final thoughts. Well, the International Competitive Aerobics Federation anticipates that by this time next year, 14 new member nations will hold their National Aerobic Championships as this sport moves closer to the magic number required for recognition by the International Olympic Organizing Committee. Well, the future looks certainly promising and bright indeed for the sport of competitive aerobics. For Charlene Prickett, this is Brian Drever saying so long from the 1992 World Aerobic Championship. Das war's von der Aerobic in Las Vegas. Ich sage Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie weiter bei Eurosport. Feast your eyes on this decorative Demea Brinox frying pan. Made of the finest steel, the Brinox frying pan conducts heat at the ideal temperature regardless of the menu. It's great for frying, roasting, and even stewing. And don't be afraid to touch the gold-based cover top and handles, as they remain cool while your food cooks.